Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Lab-Waffenbau. Ihr Lab- und Bastelwütchen oder vielleicht demnächst Lab- und Bastelwütchen. Dann werden wir heute mal was außerplanmäßiges. Ich hatte jetzt die Tage mal wieder ein bisschen viel für andere gebaut und hat jetzt mal wieder so ein bisschen Bock, mal wieder eine eigene Sache zu bauen. Die hatte ich eigentlich schon länger mal vor. Ihr kennt das ja, wenn ihr auf Gone seid und jeder auf den Abort und der Meuchelmörder mal wieder um der Ecke steht. Ich hatte da schon öfters mal so ein paar Gespräche und wollte jetzt mal, naja, wie gesagt, also ist jetzt eine Eigenproduktion, weil ich jetzt mal so aus Just for Fun mache. Es ist ein Nachttopf. Das ist bestimmt auch mal was Interessantes, vor allen Dingen lustig, wenn man dann hier mit dem Nachttopf abends da oder wann auch immer durch die Gegend läuft. Und da hatte ich jetzt einfach mal Bock drauf. Ich hatte jetzt noch ein paar Materialreste rumliegen und dachte, das ist vielleicht mal eine lustige Idee. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wird wahrscheinlich wieder ein Zweiteiler sein, weil ich nicht so viel Zeit habe. Momentan für die Videos, weil die Saison fängt an und alle Leute wollen wieder was haben. Ne? Kennt man ja. So, dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. So, dann fangen wir mal an. Ich hatte, wie gesagt, schon ein paar Materialreste. Ich werde 2 Versionen machen. Ich habe da so ein paar bekloppte Ideen wieder, ihr kennt mich ja. Ne? Wie gesagt, ist jetzt so ein Just for Fun Projekt. Ne? Jetzt habe ich hier, ich habe jetzt wieder irgendwie meinen Zirkel verlegt gehabt, den finde ich ja nicht mehr. Keine Ahnung, ob den einer gefressen hat, auf jeden Fall finde ich nicht. Jetzt habe ich einfach von einem halben Softball, hatte ich noch da liegen, habe ich einfach den Umfang, deshalb halt die komischen Maße. Ich hätte lieber halt 20 gehabt, statt 19,6, wie im Radius und im ganzen Umfang berechnen, aber ist ja alles kein Problem. Ich habe mir so ja diesmal ein bisschen Mühe gegeben. Ich habe so ja ein bisschen beschriftet, ne? Also Umfang, Radius und alles. Durchmesser. Wie gesagt, dann habe ich noch ein bisschen 6er Matte gehabt. Da habe ich jetzt das hier, naja, sind das beide gleich breit geworden. Das wird dann quasi für außen rum. Die habe ich aber noch nicht auf die Länge gemacht und die 2 Teile auch nicht. Das wird dann quasi oben, die haben ja immer so ein bisschen breiter oben. Ja, und dann muss ich mir für den Henkel noch was einfallen lassen. So, jetzt schneiden wir das Ganze hier erstmal so weit rund. Ja, habe ich irgendwie, entweder habe ich die Linie nicht richtig oder hatte mehrere. Also ja, wie gesagt, ich hatte es mit dem Softball gemacht. Das kann natürlich sein, dass das nachher alles ein bisschen krumm und schief ist. Aber wir probieren es einfach mal. Die 2 schmaleren brauchen wir noch nicht. Okay, mit den 30, noch was habe ich mich aber, glaube ich, irgendwie total vertan. Ja, dann würde ich sagen, dann muss ich noch mal ran. Scheiße, was habe ich denn da gerechnet? 30,8, also 9,3. Ich weiß es nicht. Ja, oder schon die Formel nicht mehr richtig im Kopf gehabt. Naja, gut, dann muss man halt ein bisschen länger machen. So Leute, auf ein neues. Jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Ich Idiot, habe den Radius genommen. Ich hätte den Durchmesser nehmen sollen. Mal Pi. Naja, ja. Ich habe es schon länger nicht mehr gemacht. Also, ist jetzt meine Ausrede. Gott, 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 früher wäre mir sowas nie passiert. Entweder werde ich langsam wirklich alt oder ich kann wirklich nur noch gut improvisieren. Ich weiß es nicht, Leute. So. Also ja, ich habe jetzt weißen Schaumstoff wieder genommen, statt den Schwarz oder Anthraziten. Dann sieht man auch die Linien besser, obwohl auf weiß sieht man die auch. So, das wird jetzt hier quasi, ich sag jetzt mal hier so die Klebekante. Die mache ich mit dem Kugelschreiber vorher schon mal drauf, dann weiß ich, wie weit ich nämlich kleben muss. Jetzt mach mal. Ich kann das hier mit der Maße nicht mehr sehen. Das ist richtig peinlich, Leute. So. Wir machen jetzt einfach hier auf beiden erstmal so einen
Strich. Apropos, ich habe die Dinger auch ein bisschen länger gelassen, wie ich sie bräuchte. Das wären jetzt statt die 30 waren, wären das 61,6 Zentimeter statt die 30,8, weil ich da jetzt, naja, ist, wie gesagt, ist halt richtig peinlich sowas. Naja, so, holen wir erstmal ein Stück Pappe wieder raus. So mein übliches zum Vollsiffen. Das machen wir nämlich heute mal wieder mit Pateks, das Ganze. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal wieder ein bisschen antrocknen lassen. Schmeißen wir schon mal so ein bisschen drauf. Und dann oben das kommt dann quasi so als Rand. Also ob das funktioniert, bin ich mir auch noch nicht so sicher. Das wird auch noch interessant werden. Ich bin mir nämlich noch nicht so sicher, wie ich das Ding dann nachher so da rumkriege. Ich glaube mit der Form, das könnte ein bisschen, naja, vielleicht müssen wir ein bisschen stückeln. Mal uns gucken. Wird auf jeden Fall spannend werden, ob das alles so funktioniert. Statt dann quasi oben so drauf. Das Runde ist ja kein Problem, aber ich muss das ja hier so ein bisschen schräg flach machen. Vielleicht ist das doch ein bisschen zu breit hier, oder ein bisschen, hätte vielleicht noch 1-2 Zentimeter schmaler. Da muss ich erstens gucken, wie das funktioniert. Wenn man das so ein bisschen rund macht, klappt das nämlich auch nicht so richtig. Oder hier dann nämlich, da müsste dann so ein bisschen nämlich, muss ich gucken, dann muss ich das wahrscheinlich so ein bisschen einschneiden. Ja, das wird noch eine spannende Sache, Leute. Bei sowas kann man dann immer wieder ein bisschen was dazulernen, wenn man sowas ausprobiert. Das ist immer solche Pateks hier kleben. Also Schwamm. So was kann man das immer gut wegmachen. Schauen wir mal, ob es schon klappt. Prinzipiell dürfte das eigentlich nicht so das Problem sein, weil das alles hier schön eben ist. Ist das alles ein bisschen hoch gemacht, aber prinzipiell muss das alles die richtige Höhe haben. So. Tja Leute, das passt so ja so gut wie hier, obwohl ich das Teil ein klein bisschen länger gelassen habe. Ich das hier so sehe. Ja, eigentlich kriege ich das doch so. Na, dann wird es ein bisschen, ich glaube, das Ganze jetzt hier noch mal so ein paar Millimeter ab, in der Hoffnung, dass ich nachher nicht zu viel abgeschnitten habe. So. Ja, doch, klappt. Ein bisschen, also ja, klappt, gut klappt. Wir machen das jetzt einfach so. So. Die zwei Teile hier mal so ein bisschen zusammen. Dann gucken wir mal, wie das mit dem anderen aussieht. Ja, ich habe hier ein bisschen schief geschnitten. Schandhück aber auch. Also das Video, das steht irgendwie gefühlt unter keinem Minuten Stern. Das fing ja schon an, dass ich mich bei dem Umfang total vermessen habe. Obwohl ich jetzt mal versucht habe, richtig professionell anzugehen. So, hier haben wir auch rüber.
hier bei dem auch. Bin echt mal gespannt, ob das so halbwegs funktioniert, wie ich mir das hier so vorstelle. Ne? Und wie habe ich so das Gefühl, das sieht nachher doch ein bisschen mehr nach Kochpott aus, aber mal schauen. So ein bisschen bauchiger wäre schön gewesen. Oder wie gesagt, da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das hinkriege. Obwohl eine Idee hätte ich schon, aber dafür ist es jetzt schon wieder zu spät. So. Auf jeden Fall wäre das hier schon mal so der Grundbau. Dann kommt dann quasi hier noch so der Rand drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den so ein bisschen, ich glaube so ein bisschen schräg wäre, vielleicht ja nicht mal so schlecht. Das ist glaube ich ja nicht so übel, das könnte man eigentlich. Ne, wir kleben das Ganze erstmal zusammen und machen das danach. Das ist glaube ich besser, wenn das schön getrocknet ist. Und sonst. Aber so vom Großen und Ganzen, da muss ich natürlich dann hier so die Ecken und alles noch schön abrunden, dass das nicht so zu blechig nachher aussieht. Aber ich denke mal, das kann funktionieren. Wie gesagt, aber mit der Rundung, da merkt man so ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich werde dann hier so eine Schräge reinmachen, dass das so ein bisschen schräg ist. Also so. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Dann schneiden wir jetzt hier so eine 45 Grad Schräge rein. Ich gucke, dass ich das so halbwegs gleichmäßig hinkriege. Das Ganze kleben wir dann hier so drauf. Na, das gefällt mir irgendwie auch noch nicht so ganz. Das ist mir noch hier. Ah, Leute, so sieht das doch schon viel besser aus. Ich habe es genau verkehrt von dran gesetzt. Naja, gut. So. So, dann haben wir die zwei Sachen und dann können wir jetzt anfangen umzumatschen. So. Textdose. Also ein bisschen breiter mal dann doch, glaube ich, drauf. Das ist schon ein bisschen sehr schmal. Das nicht so ganz. Ja doch, da müssen wir noch ein bisschen. Der Anfang ist schon mal gut, aber den Rest müssen wir noch ein bisschen trocknen lassen, Leute. Das klappt noch nicht ganz. Bei sowas müsst ihr dann immer ein bisschen gucken, oder das vernünftig trocknen lassen. Aber ich glaube hier mit dem Dings, momentan bin ich mir nicht so sicher, dass das was gibt. Mal gucken. Hoffentlich versau ich das Ganze nicht.
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my... Ihr seht, das geht eigentlich schon gut. Bin selber ganz entzückt. Klappt zwar nicht alles nach Plan, aber manche Sachen klappen dann doch schon so halbwegs. Was schade ist mit der Vermesserei, aber das ist auch nicht so das Problem, wie gesagt. Ich mache dann hier einfach den Griff. Ist ein bisschen breit, aber kann man ja mal dann gucken. Muss ich halt wieder ein bisschen, Na ja, gut, wenn ich das jetzt hier einmal so rund hätte, wäre es wieder rund. Muss man dann jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Für den Griff könnte das ein bisschen breit sein, aber wie gesagt, da wollen wir dann nachher ein bisschen improvisieren. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal vernünftig trocknen mit Pattex. Und dann gucken wir, ob man den Griff weitermachen. So sieht das Ganze momentan aus. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen trocknen lassen. Das habe ich mir aber mal angeguckt. So ein richtiger Pissbot, der hat den Rand einmal komplett rund. Also muss man da mal gucken, dass man das Ganze hier noch so ein bisschen wieder rund kriegt. Ich habe jetzt einfach mal geguckt. Na, wir müssen ein bisschen nochmal umbauen. Machen wir erstmal schon mal die Schrägen rein. Ich hoffe, dass das auch richtig ist, dass ich die zuerst reinmache. Ich hoffe mal, dass das schräg genug ist. Na gut, wir probieren das einfach mal. So. Dann legen wir das mal an, dass das hier oben an den Ecken dran kommt. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch noch vernünftig hinkriegen, dass das nachher auch passt. So. Das ist das Teil. Dann machen wir das andere auch noch. In der Zwischenzeit kommt man nämlich schon mal gucken, dass wir den Griff dran machen. Dafür habe ich hier so 16er Mattenstücke genommen. Ich glaube so 2 cm oder so habe ich die gemacht. Weiß ich ja nicht. Mal gucken. Oh, so 2 cm breit. Etwas sehr lang. Aber das ist ja. So, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Von der Länge her hatte ich das glaube ich 3 gemacht. Ne? Oh, 3. Gucken wir uns das Elend hier mal an. Ich probiere jetzt einfach mal was, ob das nachher gut funktioniert, das weiß ich noch nicht. Machen wir hier auf 3 cm. Schneide jetzt hier einfach mal so eine Schräge rein. So. Kleben wir das Ding hier so dran. Da. Machen wir das gerade dran oder schräg? So. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the... Ich glaube, wir machen das doch hier unten an die Seite dran. Sieht bestimmt besser aus. Dann haben wir zwar auf der anderen Seite umsonst geklebt, aber hey, irgendwie ist hier immer. Also machen wir da noch mal ein bisschen drauf.
Ja, wie ihr seht, ich bin da immer so ein bisschen so, mal so, mal so. Aber hier auf der Eckchenseite sieht das dann vielleicht ein bisschen besser aus. Ich hätte es ja gerne ganz rund gehabt, aber dafür habe ich mich ja ein bisschen vermessen. Das ist ein bisschen eckig hier an der Stelle geworden. Aber naja, egal. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Vielleicht mache ich ja auch aus Metall so ein bisschen die Optik. Mal uns gucken, wie ich das am besten mache. Ja, müssen wir noch ein bisschen trocknen lassen. Da kommt man eigentlich schon mal hingehen. Nehmen wir uns die Kapterklinge. Da machen wir schon mal so ein bisschen. Ja, und dann ein bisschen überstehen. Da mal schon mal die Kanten brechen, damit danach ein bisschen runder aussieht. Ich glaube, hier innen würde ich auch die Kante noch ein bisschen brechen, aber mit der Klinge hier nicht, die ist mal ein bisschen zu stumpf geworden. Ja, natürlich habe ich auch wieder keine Dings hier liegen. Auch die hier. Das Interessante ist immer, wenn ihr die Klingen hier, ich sag jetzt mal hier so das Stück so halbwegs stumpf habt und ihr baut die aus, kann man eigentlich immer noch hier das hintere immer ganz gut auch noch nehmen. Das ist dann meistens noch richtig schön scharf. Zwar nicht immer, aber meistens. Wie gesagt, ich muss echt mal mir mit dem Schleifen das noch ans angucken. Aber ich habe es irgendwie mit dem Schleifstein nicht so. Einmal klappt es, dann klappt es wieder nicht. Ja, eine frische Klinge ist für so dann doch besser, aber es geht. Ja, da muss ich jetzt gucken. Schauen wir mal, das sieht schon mal gut aus. Das Ganze muss ich natürlich dann noch ein bisschen verstärken. Dann kommt dann hier noch Fliegengitter und so ein bisschen was drum, damit das Ganze noch was stabiler wird vom Griff her. Soll ja nicht fliehen hier nachher. Das Ganze ist dann quasi jetzt der Rohbau. Ja. Das ist nicht so ganz rund, sieht ein bisschen verblötscht aus. Mal gucken, ob ich dann noch ein bisschen was entblötscht kriege, aber so im Großen und Ganzen. Sieht doch schon so ein bisschen aus wie so ein Pisspot. Wie gesagt, ich muss jetzt hier noch die Kanten drin und außen und so ein bisschen, dass das alles ein bisschen abgerundeter aussieht. Und dann mal schauen. Dann noch ein paar Verstärkungen an den Griff, damit der nicht so schnell abreißen kann. Und dann mal gucken. Das wird wahrscheinlich dann ein Zweiteiler. Das ist jetzt der Grund- und Rohbau, den habe ich jetzt fertig. Im nächsten Teil werden wir das Ganze dann noch ein bisschen schleifen und auf Form bringen und dann vielleicht noch so ein bisschen was, vielleicht hier noch irgendwie ein Schriftzug oder sowas oder irgendwas auf die Dinger drauf. Na, theoretisch kann man die auch als Helm, passt auf, Cheers, ne? Kann man auch benutzen, also mal gucken, kann man als Universalwaffe benutzen. Wie gesagt, die Idee, die hatte ich schon früher mal gehabt, man kennt das ja auf Cons, wenn man dann irgendwie schon mal so das Nachmittagsloch hat, da fällt einem ja allen möglichen Scheiß ein, kennt ihr ja wahrscheinlich und wie gesagt, so ein Pisspot wollte ich schon immer mal gebaut haben, deshalb habe ich direkt zwei, weil ich will, wie gesagt, da mal zwei Designs machen, mal gucken, vielleicht den einen schlicht und der andere mit was drauf, aber ich habe das schon so ein, zwei Ideen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht, da ich öfters mal so ein paar Scherzsachen mache, ne? Also, da ist ja viel, was man bauen kann. Manche haben ja ein bisschen wenig Fantasie, aber im Endeffekt kann man ja so irgendwie alles als Waffe benutzen. So. Dann war es das mit dem ersten Teil. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil, wenn ich die Dinger fertig mache.
Nochmal danke wieder an alle neuen Abonnenten. Die Stunden werden langsam auch mehr. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst die Videos im Hintergrund leise mitlaufen. Na, da hilft ihr mir mit. Mehr will ich auch ja nicht. Das reicht mir schon. Danke nochmal an alle. Dann sehen wir uns nächstes Wochenende beim zweiten Teil von Nachttopf. Wir sehen uns.